wenn wir warten, bis das die Norm ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder mit dem, was tiefer in uns ist, ne, dann können wir lange warten. Das geht doch nicht so. Das haben wir unser ganzes Leben lang gehört. Und wir wollen heute mal so auf das eingehen, auf dieses Mantra, was uns manchmal die Gesellschaft oder die Eltern oder die Lehrer uns wie so auferlegen. Das geht doch nicht so. Und mit dem wachsen wir auf, mit diesem Gefühl von, das geht doch nicht so, das geht doch nicht so, wie vielleicht hier die Impulse kommen. Wie hier vielleicht das Leben gelebt werden will. Dass so mein Innerstes oder der innerste Wunsch eigentlich wie konträr gewesen ist vielleicht zu der Gesellschaft oder der Familie oder den engsten Freunden oder der Arbeit. Und vieles ist mir aber so wichtig gewesen, dass ich es halt probiert habe oder wirklich gemacht habe. Und das ist was, wo wir heute mal was scheren wollen, über dieses, was du sicher auch kennst, das geht doch nicht so, das könnt ihr doch nicht so machen. Und dann dieses Gefühl und diese Energie, die dahinter ist, wenn man es trotzdem macht. Vielleicht bist du der den Schritt tatsächlich gehen kann. Vielleicht der andere, der aus der Familie oder dein Chef oder dein Lehrer, ja, vielleicht für ihn geht das nicht so. Für ihn ist vielleicht da Stopp. Aber vielleicht für dich oder für mich oder für Pratibha ist da vielleicht nicht Stopp. Vielleicht gehen wir oder versuchen neue Wege zu gehen, die vielleicht noch nie gegangen worden sind. Und vielleicht scheitern wir, vielleicht fliegen wir hin, vielleicht tun wir uns weh. Aber es könnte ja auch sein, dass wir wie den Weg ebnen für die wie so nachkommen. Und irgendjemand wird dann den Weg gehen. Und das ist eigentlich was, wo wir mega wertvoll finden, wenn wir das wie so gegenseitig mal so ein bisschen unterstützen, anstatt uns immer den Weg zu kappen. Eigentlich ist es schön, wenn jemand was Neues ausprobiert und man ihn nicht direkt so den Wind aus den Segeln nimmt. Ja, so, ne? genau. Ne? Wir werden ja wie selber merken und lernen, was wir daraus lernen können. Und das ist was mega wichtig ist, dass wir Menschen Wege gehen oder versuchen, irgendwie neue Gesellschaftsformen oder neue Formen der Spiritualität, der Religiosität oder der... Aber auch der Erziehung. Der Erziehung, und, genau. Der Schulformen, die es gibt oder so. Ne? Ne? Einfach suchen. Ja, es gibt so viel zu erforschen, wo man... Und es ist doch mega schön, wenn Leute sich trauen, das auszuprobieren und vielleicht sagen, ja, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, ich würde es vielleicht so machen. Aber es muss wie ausprobiert werden, sonst kann man ja niemals gucken, ob es passt oder nicht. Ne? Ja. Oder was hat denn das gebracht? Vielleicht kann man hinterher schauen, also die ganzen Leute, die ganzen Forscher, die müssen ja auch ausprobieren, die müssen ganz viele Experimente machen. Und dann schauen sie, welches Experiment hat denn jetzt funktioniert und welches nicht. Und wo muss ich was wegnehmen, wo muss ich was dazu tun? Jetzt funktioniert's. Und so sind eigentlich die Menschen, die auch was Neues erforschen, egal in welche Richtung. Das muss ausprobiert werden. Und die müssen das Scheitern mit reinnehmen. Genau. Ne? Das Scheitern muss nicht ein Zeichen sein, ich hab's dir doch gesagt. Genau. Ne? Komm wieder auf den Pfad. Jetzt bist du wieder normal. Ja, genau, jetzt bist du wieder normal. Ne? So. Sondern das Scheitern für einen Forscher oder jemand, der neue Wege geht, ist normal. Das gehört dazu, ja. Das gehört wieder dazu. Man fängt an, sich intelligent zu bewegen und wie so vielleicht drumherum oder man versucht vielleicht wie soll ich sagen, wie einen anderen Weg zu finden dadurch. Oder vielleicht schafft man es nicht, aber irgendjemand wird es vielleicht schaffen, diesen Weg dann zu gehen oder so. Ne? Aber irgendwo müssen wir anfangen. Ne? Und wenn man mal sieht, dass eigentlich das, wie es jetzt ist, nicht geht. Ne? Die Medien, wie die arbeiten, diese Manipulation, die geschieht oder so. Das ist was, wo man sagen könnte, nee, das geht doch nicht.
es muss doch irgendwie eine andere Form irgendwie von Kommunikation geben, die menschlicher ist, die ungeteilter daherkommt, als das, was tatsächlich im Moment passiert. Ne? Ja, auch dieses Ganze, die einen arbeiten, die Kinder sind die ganze Zeit weg. Es ist wie, wenn man von der Arbeit kommt, ist man eigentlich so ausgelaugt, dass man gar keine Zeit mehr hat für sich selber. Also irgendwie ist das alles irgendwie ein bisschen, und jeder stöhnt unter der Last des Lebens. Die einen, die steigen ganz aus, weil sie es nicht packen. Und irgendwie ist es mega schön, wenn wir da neue Formen finden, dass vielleicht die Freizeit mit in die Arbeit kommt und die Kinderbetreuung vielleicht, ja, dass man mehr mitbekommt, wie seine Kinder, also vielleicht auch als Eltern mehr Einfluss hat auf die Weiterentwicklung der Kinder, dass Kinder Meditation oder Körperbewusstsein lernen oder das Fühlen lernen und vielleicht ihre Impulse lernen, welche richtig sind, welche falsch sind, wie sie das unterscheiden können im Leben. Also eine ganz andere Form vielleicht zu lernen, was sie mitkriegen auf ihrem Weg, als das vielleicht, was schon seit Jahrzehnten irgendwo eingetrichtert wird und wo viele dann irgendwann das Burnout haben, weil sie nicht mehr schaffen, den ganzen Stoff irgendwie in sich reinzubekommen. Es hat sicher eine Weile geholfen oder funktioniert und irgendwie bröckelt es an allen Ecken und Kanten des Systems und deshalb... Weil man versucht, eine Norm zu finden. Genau. So eine Norm, so muss man sein, diesen Genau. 8-Stunden-Tag. Ne? Man muss eine Lehre machen, dann kommt der Beruf, dann kommt die Familie, 2 Kinder, ein Haus und so. Genau, und du Das ist musst schon sowieso- wissen mit 18, was du mit 80 Genau. Ja. immer noch sein Ja. willst oder so, ne? Ja. Und vielleicht sollte man die Menschen, die vielleicht aus der Norm gehen, das genauso als Beruf sehen. Vielleicht ist der spirituell Suchende, sollte der auch Geld bekommen dafür, dass er spirituell sucht oder dass er erforscht. Oder die fühlen für die Welt, die den Schmerz fühlen, die sich öffnen, die Heiler, die auf der Welt sind. Vielleicht sollte in der Richtung auch viel mehr Anerkennung eigentlich gegeben werden, wie viel Leidenschaft die reinbringen und manchmal wie wenig Anerkennung die eigentlich auch bekommen. Ne? Also das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen konträr, dieses neue Lernen. Vielleicht weiß man nicht, wo es hingeht, ne? Aber vielleicht ist es mega wichtig, im Satsang zu sitzen. Vielleicht ist es mega wichtig zu erforschen, wer ich bin. Ne? Weil wenn du es nicht machst, wer macht es denn dann? Weil es nicht die Norm ist? Ne? Wenn wir warten, bis das die Norm ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen oder mit dem, was tiefer in uns ist, ne? Dann können wir lange warten. Und wie wollen wir die Menschheit verstehen, wenn wir uns nicht verstehen? Also muss es doch Menschen geben, die erforschen, was eigentlich unsere Menschlichkeit ist, was unser Sinn ist im Leben vielleicht oder worum es geht, ja, was es noch gibt oder wie wir es schaffen, wirklich miteinander zu leben, ohne Trennung, ohne in Mitgefühl vielleicht füreinander, das nicht erdacht ist, sondern echt ist, weil ich wirklich fühle. Es gibt so viel zu lernen und zu erforschen auf den Bereichen. Das steht die Menschheit noch sehr am Anfang. Und das ist eigentlich so wertvoll. Ja. Ne? So wertvoll, so das ist diese so eine neuen neue Wege Qualität des Lebens. zu gehen. Also wir merken immer wieder, wenn irgendwas Kreatives kommt oder neue Impulse kommt, ne, die sind für uns wahnsinnig wertvoll. Die sind eigentlich mit Geld nicht aufzuwiegen. Ne? Das ist was, wo wir merken, dass wie für die Existenz ist das wertvoll, dieses Neue. Und es wäre schön, wenn das viel mehr Beachtung bekommen würde. Ne? Deshalb, Und wir sehen das auch in unserer Arbeit, das finde ich jetzt auch gerade so schön, wo wir gerade das Fest hinter uns haben und ein ganz schönes Feedback-Video gemacht haben mit Menschen, die jetzt schon mehrere Jahre sich selbst erforschen und ihr Leben verändert haben, was es wirklich für einen Impact hat auf das Leben. Also wir könnten ja einfach sagen, okay, ist jetzt nur bei uns, vielleicht sind wir ein Sonderfall, aber das stimmt nicht. Die Leute, die das wirklich machen, die verändern ihr Leben radikal. Es braucht eine Zeit, diesen Weg zu gehen und wie tiefer zu forschen. Und plötzlich fängt es an, du veränderst da was, du veränderst da was, du fängst an, das Leben ganz anders wahrzunehmen, zu sehen, deine Begegnungen mit Menschen sind ganz anders, deine Art zu arbeiten ist anders. Also wir nehmen das überall mit, in alles, in jeden Bereich des Lebens. Und zu sehen, was das für einen Impact hat und wirklich verändernd wirkt auf das Leben von manchen, die
diesen Weg gehen oder die einfach sich damit beschäftigen, finde ich sehr schön. Also wir sind keine Einzelfälle. Ne? Und deshalb wollten wir das nur mal in die Kamera sagen. Ne? Es geht doch. Das stimmt, ja. Und wir wären nicht nochmal normal. Ja, genau. Das alte Normal. Es geht zu erwachen. Es geht zu fühlen, was wirklich wie da ist. Ne? Es geht weiter, dich zu erforschen und das Leben zu lieben. Ne? Es geht. Deshalb, wenn ihr diesen Satz hört, werdet ihr meistens auf dem richtigen Weg sein, was auszuprobieren. Ne? Und freuen uns, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr das eine oder andere vielleicht auch schon erlebt habt. Dann könnt ihr uns das gerne schreiben oder in den Kommentaren hinterlassen. Und dann merken wir, oh, wir sind doch nicht ganz alleine, auf dem neue Wege zu gehen. Ja. Ganz schön. Schön. Ja, und macht euch gerne Mut, euren Weg zu gehen. Schön, dass es dich gibt. Ja.